Die Vielseitigkeit ist eine Gattung des Reitsports, die Reitern und Pferden alles abverlangt. Konzentration, Ausdauer, Mut und Schnelligkeit. In unserer Region sind nur wenige Turniergänger anzutreffen, deren Herz für diese Art des Wettbewerbs schlägt. Mit viel Leidenschaft bei der Sache sind hingegen Annette Christ und ihr Mann Dr. Gero Kerst. Sie haben gemeinsam in Sauzin auf Usedom einen großen Spielplatz für alle Buschreiter, wie die Vielseitigkeitsaffinen auch genannt werden, angelegt. Am Samstag, den 5. September, wurden auf der weitläufigen Anlage die Landesmeisterschaften Vielseitigkeit des Landes Mecklenburg-Vorpommern ausgetragen. Der Ablauf war hierbei gut strukturiert. Man muss vorher nennen, man muss sich anmelden, dass man die Vielseitigkeit reiten möchte. Und zu der Vielseitigkeit gehören immer 3 Teildisziplinen, das sind Dressur, Springen und Gelände. Zuerst müssen die Reiter eine Dressur absolvieren und dann mussten die innerhalb von 25 Minuten in den Springparcours und vom Springparcours direkt ins Gelände gehen. Übersetzt für alle Nichtreiter bedeutet dies, dass zuerst eine festgelegte, einstudierte Kür vorgestellt werden muss, die fehlerfrei und möglichst harmonisch aussehen soll. Die Richter vergeben daraufhin Wertnoten. Danach wird eine Vielzahl von Hindernissen überwunden, bei denen die Stangen nur leicht aufliegen und nicht fallen dürfen. Sonst gibt es Fehlerpunkte. Bei der letzten Teildisziplin, Gelände oder Cross-Country genannt, müssen die Teilnehmer über feste Hindernisse springen und im Idealfall in der vorgegebenen Zeit bleiben, sonst gibt es auch hier Strafpunkte. Am Ende gewinnt das Reiterpferdpaar mit der geringsten Fehlerquote. Der veranstaltende Club der Vielseitigkeitsreiter Insel Usedom e.V. nahm selbst einige Hürden auf sich, um die Veranstaltung durchführen zu können. 7 Wettbewerbsrichter, ein Turniertierarzt, ein Hufschmied in Rufbereitschaft und eine Vielzahl von Helfern mussten zusammengetrommelt werden, um nur einen kleinen Einblick in die Organisation eines solchen Events zu gewähren. Warum also all diese Mühen, könnte man sich fragen. Nun, die Vielseitigkeit wird nicht ohne Grund als die Krone der Reiterei bezeichnet. Die Faszination daran ist, dass man alle 3 Teildisziplinen mit einem Pferd machen muss, mit einem Partnerpferd. In der Dressur muss das Pferd auf den Reiter sehr gut hören, im Springen auch noch, aber darf auch schon mal eine Entscheidung für sich abnehmen. Und im Gelände ist es so, dass man da wirklich einen zuverlässigen Partner braucht und da muss man zusammenarbeiten im Gelände. Da kann man das Pferd nicht nur unter Druck setzen oder ihm vorschreiben, jetzt musst du springen, sondern da muss das Pferd mitarbeiten und muss auch selber eine Entscheidung treffen. Und man braucht auch ein mutiges Pferd im Gelände. Annette Christ, die selbst mit ihrem Pferd Karimat an den Start ging, mag eine dieser Teilprüfungen ganz besonders. Oh, meine Lieblingsdisziplin ist Dressur. Ich finde, kann man unwahrscheinlich viel mit dem Pferd machen. Das ist wie Tanzen mit dem Pferd. Und das ist ein unwahrscheinlich schönes Gefühl, wenn man einen Tanzpartner hat, mit dem das super funktioniert. Und es hat funktioniert. 6 Landesmeistertitel wurden am Ende des Tages in verschiedenen Altersgruppen, wie zum Beispiel Junioren U18, Reiter und Ü40-Reiter, vergeben. Einen solchen erhielten auch Karimat und Annette Christ. Mit einer gemeinsamen Ehrenrunde der Sieger und Siegerinnen wurde die rundum gelungene Veranstaltung beendet.